Da hatte ich das erste Mal sichtbare Markierungen bekommen. Also ja, hat sich das angefühlt wie so ein Exorzismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie uns chippen oder also Implantate setzen, Wie sieht es denn aus mit dem freien Willen in dieser Hinsicht? ist unfreiwillig, ganz klar. Und ich möchte da einfach nicht abgeholt werden. Ja, herzlich willkommen, liebe Alexandra. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da bist und mir einige Fragen hoffentlich beantworten kannst. Es geht um ein spannendes Thema. Und ja, am besten steigen wir direkt ein. Alexandra möchte sich kurz vorstellen. Ja, erstmal vielen lieben Dank, liebe Marie, für die Einladung auf eurem Kanal. Und ja, ich bin Alexandra Herzog-Schmidt, werde 57. Ich sage auch gleich, warum ich das Alter nenne. Normalerweise sagt man das ja nicht. Und lebe seit 2022 in Dänemark. Warum ich das Alter genannt habe, ist, weil ich seit über 50 Jahren mit diesem Phänomen, also Alien Contact Experiencer, verbunden bin. Und über das erst ein halbes Jahrhundert. Ne? Also es fing an, als ich zwischen, ja, so 4 oder 5 war. Das waren so meine ersten Erinnerungen. Aber stell mir doch einfach mal ein paar Fragen. Das war nur so kurz was zu mir. Vielleicht möchtest du ja noch was anderes wissen. Ja, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man direkt einsteigen kann in den heißen Stoff sozusagen. Ja. Also, ähm, das heißt, du bist seit Kind auf quasi in Verbindung beziehungsweise hast deine Erfahrungen gemacht, was Alien-Kontakte angeht. Ja, richtig. Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man als Kind tatsächlich mit solchen Dingen nichts zu tun hat und auch damit nichts anfangen kann, das nicht greifen kann. Möchtest du am besten mal ganz vorne anfangen? Wann war denn das erste Mal, dass du gemerkt hast, dass da irgendwas ja, passiert? Hm. Also es gibt so zwei geteilte Sachen. Also angefangen hat's mit kleinen grauen Geistern, so wie ich sie genannt habe, am Bett. Ich meine, mit 4 oder 5 Jahren, wie willst du die sonst nennen, ne? Die haben mir Angst gemacht, weil sie mit ihren großen Augen mich immer angeblickt haben und mich dann auch mitgenommen haben. Also für mich hat sich das real angefühlt. Aber im Nachhinein, jetzt durch die Forschung und so weiter, äh, kann das natürlich auch eine Schlafparalyse gewesen sein, weil ich konnte mich nicht bewegen und konnte auch nicht schreien, so wie es ist, ne? Hab diese Figuren, die an meinem Bett standen, immer nur angeblickt und natürlich angstvoll angeblickt. Und wie man sich vorstellen kann, klar, hatte ich Angst und konnte es auch überhaupt nicht einordnen. Bin dann auch zu meiner Mutter immer gerannt oder zu meinen Eltern ins Schlafzimmer und habe gesagt, oh, ich habe irgendwas gesehen, da waren kleine graue Geister. Das andere war, dass ich auch sehr früh Wahrträume oder Prophetiträume hatte. Und ich da auch meine Mutter oder meine Eltern davon erzählt habe und ich das natürlich dann auch verknüpft habe, beziehungsweise meine Eltern dann gesagt haben, wenn ich rübergerannt kam, und die haben dann gesagt, ah, du hast wahrscheinlich wieder schlecht geträumt. Das war die Aussage dazu. Also wie gesagt, es fing sehr früh an, zwischen 4 und 5. Da kann ich mich dran erinnern. Und wie gesagt, es begleitet mich seit oder bis heute, das Phänomen. Mhm. Okay. Ähm, Wie kann ich das mir denn vorstellen, wenn du sagst, du wurdest auch mitgenommen? Mhm. Ich denke mal nicht, dass man dich aus dem Bett geholt hat und du bist quasi, hast den Ort gewechselt auf physischer Ebene. Doch? Mhm. Genau. Also genau das war das mit der Schlafparalyse. Wenn ich praktisch wieder zurückgebracht wurde, also ich wurde mitgenommen und bin dann mal auf einem oder öfters auf Metalltischen aufgewacht, wo dann diese kleinen Grays, sage ich mich jetzt mal, mitgenommen haben, durch mein Fenster hindurch transportiert, wo ich auch wie einen Widerstand gespürt habe. Ich habe immer gedacht, wie geht das jetzt? Oh Gott, ich muss jetzt, geht durch die Scheibe, ne? Und dann war ich schon mit meinen Füßen durch sozusagen bis halb und habe dann wirklich auch, wie als hätte ich die Scheibe gespürt. Also mittlerweile weiß ich, dass man oder dass sie das Transkörper nennen. Also ein Teil körperlich, aber also so, dass man eben alle Sinne
dann auch erfasst während dieser Mitnahmen und es war einfach, es war krass. Wie gesagt, ich bin dann auf dem Metalltisch auch aufgewacht und dann haben sie mir zum Beispiel Röhrchen in die Nase gesteckt. Und wie ich dann wieder zurückkam, also bevor ich aufgewacht bin, so kann ich das einfach nur da jetzt erklären, ist, dass ich auf mein Bett gefallen bin. Also ich habe mich erst praktisch an der Decke schweben sehen und habe mein Bett von oben gesehen. Da lag ich nicht drin. Also ich habe mich nicht gesehen, sondern ich habe mich wirklich schweben gefühlt an der Decke und bin dann, als ich das gesehen habe, dass ich über mein Bett schwebe, in mein Bett gefallen. Manchmal auch daneben oder runtergerollt. Also muss das nach meinen Erachtens physisch gewesen sein, weil sonst hätte ich das ja auch nicht gespürt. Ne? Ja, das Also ich, vor allem, wenn, also bei Astralreisen ist ja wirklich so, dass derjenige, der dann astral geht, sich trotzdem im Bett liegen sieht. Und wenn du genau, dich aber selber nicht siehst, ist es ja schon was anderes. Ganz klar. genau. Das waren auch immer Sachen, die ich mir da auch nicht so erklären konnte. Und eben auch das Gefühl, dass ich eben Widerstand durch Wände gespürt habe oder durch Fenster oder so, ne? Also, aber auch, dass man gespürt hat, dass man zum Beispiel auf diesem Tisch liegt. Also ich habe das klar gespürt. Also die Sinne waren da komplett dabei, auch das Riechen und auch das Spüren von Wärme. Ich habe also immer, wenn ich in diesen Raumschiffen war oder auch bin, extreme Wärme, also nicht Hitze, aber extreme Wärme gespürt, so als müssten diese Entitäten Räumlichkeiten oder das im Raum warm haben, Mhm. so meines Empfindens nach. Ja. Ähm, hattest du denn in der Zeit, wenn du als Kind eben dann dort warst, auch richtige Kontakte mit diesen, ich nenne es jetzt mal, ja, Wesen? Hast du mit denen gesprochen oder haben die mit dir gesprochen? Telepathisch, ja. Also es sind ganz, ganz wenige Erinnerungen an der genauen Sprache oder Wortlaut. Also ich weiß nur einmal, dass sie gesagt haben, wie ich dann aufgewacht bin und mich da gesehen habe und diese großen Grauen neben mir standen und also hinter diesen kleinen Grauen, die dann was an mir gemacht haben. Und die Großen haben zu mir gesagt, hab keine Angst. Ne? Also die haben praktisch telepathisch mit mir Kontakt aufgenommen. Die kleinen Grauen waren das eher nicht. Mhm. Also das heißt, es gab zwei verschiedene Arten am Ort oder gab es Genau. einfach Reisen mit kleinen und Reisen mit großen? Also Wann die gibt's? Kleinen habe ich meistens abgeholt. Also das Ah ja. als Kind, was ich so erfahren habe oder an was ich mich erinnern kann. Und dann eben reingebracht in, ich würde sagen mal einfach, ich sage einfach Raumschiff dazu, wo das auch immer war. Und dahinter oder dabei waren große Graue. Mhm. In meinem fortschreitenden Alter waren das eher immer ein großer Grauer, der kam und mich abgeholt hat. Mhm. Mir wurde mal erklärt, dass Sie, wenn Sie uns mit diesem Transkörper oder körperlicher mitnehmen, weil Sie können ja nur an dem Körper was manipulieren, wenn Sie uns körperlich mitnehmen, sonst geht's ja nicht. An einem Geistkörper oder an einem Seelenkörper geht das ja nicht. Und da haben sie gesagt, also es muss praktisch wie ein körperlicher Kontakt hergestellt werden. Also wir müssen uns wie anfassen, sage ich jetzt einfach mal, um uns transportieren zu können, also um uns mitnehmen zu können, um diesen Körper, der ja doch körperlich ist, auch, sag ich mal, durch geschlossene Wände oder Türen mit hindurchnehmen zu können. Weil sonst geht das nicht, ne? Weil in dieser Phase dieses Teilkörpers wäre das sonst nicht anders möglich. Also ist die Erklärung dazu, die ich von ihm bekommen habe. Mehr kann ich da das auch nicht weiter dazu sagen, ne?
Mhm, mhm. Und hast du das Gefühl, es gab Unterschiede zwischen den Kleinen und den Großen vom Bewusstsein her? Ja, ja, ganz klar. Ähm, Meiner Empfindung nach war, dass diese Kleinen, also wir würden sagen, untergestellt sind diesen großen Grauen. Aber das ist es nicht. Also nach meinen Fragen hin haben sie gesagt, sie sind alle gleich. Hat jede Spezies, egal auch wenn sie, ich sag mal, unter dieser eingeordneten Spezie Grey fällt, obwohl die ja dann unterschiedlich sind, kleine Grau, Großgraue, bisschen weißer, die sehen unterschiedlich aus vom Kopf, von der Figur her. Also es gibt ja viele unterschiedliche Grey-Arten, so wie es auch bei uns Menschen, ne? Eine sind hellhäutiger, andere sind andere, haben andere Hautfarbe. Deswegen, und so gibt es bei denen auch. Das ist nichts anderes, aber sie verfolgen eine Agenda. Und das ist Markierungen zu hinterlassen auf Menschen, Implantate zu setzen und Forschungen an, ich sag mal, an unseren Körpern vorzunehmen, weil sie auch, das geht jetzt schon in die Tiefe, verantwortlich sind für unsere Existenz, für unsere biologische Existenz. Wie gesagt, das Mhm. geht schon in Richtung Hybridprogramm, aber das ist das jetzt, was ich dazu sagen kann. Ja, da kommt mir jetzt gerade ein Gedanke. Mhm. Wenn man mal davon ausgeht, dass Zeit nicht linear abläuft, sondern in unterschiedlichen Zeitpunkten, ähm, könnte es denn nicht auch sein, wenn die das Vorhaben haben, unseren Körper einfach weiter bestehen zu lassen, dass es quasi Menschen der Zukunft sind, die rückwirkend gucken wollen, dass wir weiter existieren? Richtig. Und das ist genau das Richtige, was du gerade angesprochen hast. Wir ähm, fassen das ja in Zeit ein. Irgendwann hat mal irgendjemand gesagt, ich erfinde die Uhr und danach müssen wir alle leben, arbeiten und so weiter. Oder ich erfinde den Kalender. Ne, irgendeiner hat das erfunden. Früher haben wir ja nach Jahreszeiten gelebt und haben uns danach gerichtet. Und seitdem es eben die Zeit gibt, rechnen wir in Zeit. Aber das eigentlich ist es zeitlos. Mhm. Das weißt du ja auch durch deine Arbeit mit Remote Viewing, dass wir auch also eigentlich eine Draufsicht haben können auf das ganze Geschehen. Und wir existieren oder unser Inneres, unsere Seele existiert öfters in unterschiedlichen, ich sage jetzt einfach Dimensionen dazu, weil das sind ja die Worte oder äh, das, was wir so gebrauchen. Aber eigentlich ist es passiert alles zu gleicher Zeit. Und deswegen, also wir sind mit ihnen verbunden und sie sind mit uns verbunden. Also wir sind eigentlich eins, ne, weil unsere Seelenaspekte, wir haben mehrere Seelenaspekte, wie gesagt, es geht auch schon wieder sehr ins Eingemachte, ähm, von unterschiedlichen Spezien und so entwickeln wir unsere Sinne oder dadurch, durch diese unterschiedlichen Aspekte in uns, sind wir unterschiedlichen Emotionen auch ausgesetzt oder entwickeln sich unterschiedliche Emotionen. Und das ist auch das, warum sie uns chippen oder also Implantate setzen, weil das zu ihrem Forschungsgebiet gehört. Das heißt also, sie wollen erforschen, warum unterschiedliche Anteile von Spezien bestimmte Auswirkungen an Emotionen zeigen. Das können sie nicht verstehen. Na, also ich sag mal, die mixen 50, 30, 20 unterschiedliche Spezien, sage ich mal, 50 Grey, 30 Arcturianer, 20 Lyrianer. Ich sage jetzt einfach mal nur, ne, weil man mit den Namen vielleicht eher was anfangen kann. Und, und dann bemerken sie, oh, okay, weil jetzt wir diese unterschiedlichen Aspekte in diesen einen Mensch, in diesen einen Container oder Körper gemischt haben,
entwickelt sich dieser Mensch in seiner Lebenszeit immer unterschiedlich, aber doch hat er einen roten Faden, der sich durch seinen Lebensrhythmus zieht. Und das ist echt total interessant und spannend, weil diese Erkenntnis habe ich während einer Session bekommen, ähm, die sie mir da mitgeteilt haben. Also wie gesagt, wir sehen dieses Hybridprogramm, weil ich da ja auch forsche drin, immer mehr biologisch, ne? Durch die Zusammensetzung unserer Gene, unseres Genmaterials. Aber das ist es nicht. Also der Hauptaspekt ist eben diese unterschiedlichen seelischen Aspekte, die in uns sind. Die sind eigentlich tragend, weil diese Energien oder Entitäten, Außerirdischen, ähm, uns diese Aspekte reingeben und sie auch ja nicht so manifestiert sind, wie wir hier auf der Erde, also in dieser 3D-Ebene, sondern sie existieren zwar schon physisch, weil wir sie ja auch sehen können, aber sie sind eigentlich mehrdimensional zu sehen, weil sie mehr auf seelischer, also nicht körperlicher Ebene stattfinden, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Wie gesagt, sehr komplexes Thema, weil ich ja auch in diesem Bereich da forsche, aber auch sehr interessant. Mhm. Wie sieht es denn aus mit dem freien Willen in dieser Hinsicht? Da frage ich dich mal, wie würdest du das denn sehen, nach dem, was ich da jetzt erzählt habe? Naja, es kommt darauf an, von welcher Ebene aus man das betrachtet. Auch von unterer Ebene aus finde ich schon die ganze Sache unfreiwillig, ja, wenn man da Ja, einfach aus dem Bett geholt wird und dann an einem was vorgenommen wird, weil man die Möglichkeit hat. Ja. Ähm, auf anderer Ebene, wenn es ein Gesamtziel gibt, etwas, was vielleicht von denen gesehen wird, in welche Richtung es zum Beispiel sich entwickeln könnte, dann würde ich in der Situation sein, natürlich versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, um dieses Ergebnis nicht stattfinden zu lassen. Weißt du, wie ich meine? ja, Das ja, ich heißt, weiß, was du zum Wohle meinst. aller. Ja. Ähm, und da wäre es dann wieder zwar auch unfreiwillig, aber man könnte es wenigstens verstehen. Weißt du wie? Mhm. Ja. Und das ist genau, danke, dass du das so auch empfunden hast, denn so ist es eigentlich auch. Also wenn wir über den freien Willen reden, das tun ja nur wir Menschen, dann ist es unfreiwillig, ganz klar, weil du kannst nichts dran ändern. Ich kann sagen, ich möchte das nicht. Wenn ich jetzt aufwache, ne, auf so einem Metalltisch und sage, ich möchte das nicht, warum macht ihr das? Wieso, warum, weshalb? Dann werde ich einfach wieder in Schlaf versetzt und wach dann zu Hause auf. So. Mhm. Und genau das ist es. Also ähm, unser Verstand hindert uns an vielen nicht bewussten Wahrnehmung. Wenn man sich dahingehend mehr öffnet und auch nicht einschränkt, sich selber nicht einschränkt und mal das mit diesem freien Willen und so weiter mal weglässt und auch keine Angst hat, dann kann man viel mehr in sich entdecken oder auch andersweitig entdecken. Wie gesagt, die IDEA-Methode heißt ja, den Einblick in die innere Anderswelt. Und wenn ich mich dafür öffnen möchte, dann muss ich mich komplett öffnen. Dann muss ich, wie gesagt, auch diese Angst weglassen, dass ich sage jetzt einfach mal, den freien Willen abgebe. Denn das muss ich tun, um einfach offen zu sein. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin offen oder ich schränke mich ein. Das heißt also, ich möchte das nicht. Und wenn ich diese Absicht ausspreche, ich meine, ich werde trotzdem geholt, aber ich bekomme es nicht mit. Ne? Also das muss man einfach verstehen. Also
wenn ich den klaren Willen ausspreche und sage, ich habe einen eigenen Willen und ich möchte da einfach nicht abgeholt werden. Aber wenn du in dieser, was heißt ausgewählt bist, wir sind ja eigentlich alle damit verbunden. Deswegen ist nicht der eine oder der andere ein Ausgewählter, nur weil er jetzt Informationen, sage ich mal, von intergalaktischen Konföderation bekommt oder sonst irgendwas. Das heißt nicht, dass du ausgewählt bist oder auserwählt bist, sondern dass du einfach mit dieser Spezie verbunden bist und da deine Kontakterfahrung hast. Mehr ist es nicht. Und andere haben halt andere Kontakterfahrungen, so wie es bei mir mit den Greys ist, ähm, weil ich mit denen verbunden bin mein Leben lang. Ich wollte das auch nicht, weil ich habe mir es ja nicht aus. Das ist das Nächste, was ich jetzt sagen wollte. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ja, also da würde jetzt andere sagen, natürlich hat man sich das ausgesucht, bevor ich inkarniert bin. Also Sie sagen zu mir immer, warum denkt ihr so kompliziert und immer mit eurem Verstand? Weil damit lässt sich nicht alles erklären. Das ist Ja, wohl wahr, auf jeden Fall. Okay, wie ging es denn dann weiter im Laufe deines Lebens? Jetzt hast du als kleines Kind wirklich diese Erfahrung gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch ja, geprägt wird in der Hinsicht. Ja, und das muss man ja auch irgendwie verarbeiten. Konntest du denn mit irgendjemandem sprechen oder haben die dir vielleicht geholfen? Wie bist du denn damit umgegangen? gar nicht. Also was heißt, ich konnte, wie gesagt, ich habe es ja dann nur meinen Eltern da erzählt, mehr oder weniger meine Mutter. Mein Vater hat sich da immer aus der Erziehung relativ rausgehalten. Und meine Mutter hat in der Psychiatrie gearbeitet, sie war Krankenschwester. Und da kann man sich ja vorstellen, dass ich da auch öfters beim Psychiater vorstellig gewesen bin, selbst als kleines Kind schon, als er nichts mit mir anfangen konnte. Und wo ich auch öfters war, war beim Pfarrer. Meine Mutter oder meine Eltern waren sehr gläubig, evangelisch. Und ich mit 13, kurz bevor meiner Konfirmation, durfte ich da auch dann eine eingehende Sitzung machen. Mehr oder weniger hat sich das angefühlt wie so ein Exorzismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Damals kam bei uns in Unterfranken, ich glaube, das hieß Rosemary, also der Exorzismus, der eine Film, der da rauskam, das war ein Erlebnis von einer Frau, die wohnte gar nicht so weit weg von uns, ich glaube 30 Kilometer, wo wir in Unterfranken gewohnt haben. Und da war dieses Thema des Exorzismus relativ groß. Und das war halt das Problem. Wie gesagt, ich hatte sehr intensive, eingängige Gespräche mit dem Pfarrer, beziehungsweise er mit mir geführt, wie ich überhaupt erzählen konnte nach außen, dass ich für Träume hatte. Und dann diese komischen, kuriosen, kleinen oder dass ich UFOs gesehen habe. Wie gesagt, es gab ja keine Zeitungen oder irgendwas, die ich gelesen habe. Also überhaupt nichts. Ich kannte mich da gar nicht aus. Und erst mit, ich glaube, da war ich 14 und ich war fleißige Bravo-Leserin. Ich weiß nicht, ob du die Zeitschrift noch kennst. Oh Ähm, ja, kenne ich. Dr. Sommer-Team und so weiter. Ne? Und das habe ich alles verfolgt und ich dachte, na ja, vielleicht gibt es ja mal irgendwie was, ähm, ja, der auch da mal was Interessantes, vielleicht auch mal in diesem Bereich da was kam. Und tatsächlich, da gab es den Andreas Schneider. Der hat damals in Neu-Isenburg gewohnt, es war ja auch nicht weit weg von uns. Und der hat von diesen komischen Humos erzählt. Und ich meine, die sahen ganz anders aus als wie, ich sag mal, meine Geister oder Grays, die ich dann gesehen habe. Und aber trotzdem, ich hab geheult, wie ich den Bericht gelesen habe und wie ich das gesehen habe. Es war Titelstory, obendrauf, direkt auf dem Cover, hat man diesen Andreas gesehen und ein Bild
von diesen Männchen, die er gemalt hat. Die hat er sogar, glaube ich, so ein bisschen grünlich gemalt. Und ich dachte, nee, das ist es nicht. Aber eben diese Geschichte, diese Begegnung und diese Mitnahmen. Und das hat mir so gut getan, weil ich mich das erste Mal verstanden gefühlt habe. Mhm. Und aber ansonsten, wie gesagt, meine Mutter, ich hatte eine schwierige Kindheit. Ich denke mit Sicherheit auch dadurch, weil ähm, weil man mit so einem Kind halt auch nichts anfangen kann. Ne? Und dann, wenn du so Wahrträume hast, die wirklich eintreten, dreimal was geträumt und dann ist es ja, 2, 3 Wochen später oder so eingetroffen, genau so, wie ich es geträumt habe. Wie gesagt, ich konnte alles skizzieren. Ich habe dann das, was ich wahrgenommen habe, was ich gehört habe, auch was ich mit den Sinnen wahrgenommen habe, genau in mein Tagebuch aufgeschrieben. Ich habe so Traumtagebuch extra geführt, damit ich mir selbst und auch anderen beweisen konnte, dass das wirklich passiert, was ich geträumt habe. Und ist immer so eingetreten. Und ich hatte zwar Schulfreundinnen und Kindergartenfreunde, Schulfreundinnen, aber irgendwann war ich halt auch, oder ich war sehr oft alleine, weil sie Angst vor mir hatten. Mhm. Ja, Das das ist ist echt unbekannt, oder? belastend. Ja, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Aber gut, jetzt, da kam es ja quasi gar nicht raus, egal ob du es wollen hättest, dass sie dich in Ruhe lassen oder nicht, die machen es ja trotzdem. Ja? So ist es. Und das ist jetzt aktuell immer noch der Fall. Genau. Mittlerweile ist Mhm. es halt so, ich kann anders kommunizieren. Ich, ich habe mir ja auch, also ich hatte vor, das ist jetzt 1,5 Jahren oder so, mit Steve Espen ein Interview gemacht. Das ist ein Engländer, der auch schon jahrzehntelang auch gerade äh, dieses Phänomen erforscht, also inwieweit das mit der Familiengeneration zu tun hat, wie weit es in Generationen zurückgeht und auch dieses Hybridprogramm. Darüber forscht er schon sehr lange, auch mit sehr interessanten und bekannten, berühmten Leuten, die mittlerweile auch schon leider nicht mehr unter uns sind, Bud Hopkins. Und, und er hat mir von seiner Markierung erzählt. Und ich mache das dann mittlerweile so, ich gehe dann in den Schlaf, kommuniziere dann und sage, also Leute, wisst ihr, ihr nehmt mich schon so lange mit und ich habe noch gar keine klaren Markierungen erhalten. Ne? Ich bin da so naiv, ich mache das mittlerweile so. Und das hat nicht lang gedauert, ein paar Tage. Und dann hatte ich so Markierungen, ganz klar und deutlich. Bin auf Toilette gegangen frühs und ich bin erschrocken, weil ich Kratzer erst auf meinem Bein gesehen habe und dann bin ich unter die Dusche gegangen und dachte, warum brennt es da so an meiner Schulter und hinten an meinem Hintern und guckte dahin und war echt erschrocken, bin dann zu meinem Mann hin mit dem Handy und das war 2024. Nee, 2024, 2025. 2025, also letztes Jahr, genau, im März. Und da hatte ich das erste Mal sichtbare Markierungen bekommen, also erhalten sozusagen nach Wunsch. Es kann sein, dass ich die wahrscheinlich vorher schon auch hatte, aber ja nie bewusst wahrgenommen, weil ich mich überhaupt ja gar nicht mit dieser Thematik beschäftigt habe. Und erst durch meinen Kanal, eben Eldin Contactee Experiencer und diesen ganzen Interviews und Gespräche, die ich geführt habe, bin ich da so viel tiefer in diese Materie eingetaucht. Und es kam immer wieder nach jedem einzelnen Gespräch immer Mhm. wieder mehr Aha-Momente hinzu, wo ich dann gespürt habe, ah, okay, stimmt. Und dann kamen wieder so mehr Einblicke, wie so Downloads, sage ich einfach mal, wo ich dann gemerkt habe, ah, jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang, jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang mit den Träumen und so weiter und so fort. Also es kommt bei jedem neuen Gespräch und bei jeder Frage, die mir gestellt wird, immer wieder neue Erkenntnisse. Mhm. Ähm, könnte es nicht auch sein, also ich bin nicht falsch verstehen, ich bin in den Sachen immer so ein bisschen kritisch, Das ist dass auch richtig. es ging ja der Wunsch voraus, ja, Ja. dass du auch so ein Merkmal Mhm. haben möchtest.
dass du dir das quasi auch selber unbewusst zugefügt hast, diese Das könnte Kratzer? man denken. Genau. Mhm. Aber es ging eine intensive, transkörperliche Erfahrung in der Voraus. gleichen Nacht voraus. Und zwar Mhm. hatte ich, um das einfach mal so zu sagen, Sex mit einem Repto. Das war nicht das erste Mal, sondern das hatte ich schon öfters. Aber daher wusste ich, also ich hätte mich schwer getan, wenn ich keine, ich sag mal, Kratzer davon getragen hätte, weil das sehr intensiv war und er oder es mich auch da angepackt hat, wo ich diese Kratzer hatte. Wie gesagt, da wäre ich gar nicht hingekommen und es schläft kein Tier bei mir im Bett und in meinem Buch jetzt, was jetzt rauskommt im Juni, Alien Contactee, meine Erfahrungen, Erlebnisse, da habe ich auch diese Fotos drin von diesen Kratzern. Und Mhm. das ist ganz klar, also das sind so eindeutige, also was ich auch gesehen habe, ich habe die ja fotografiert, auch die Kratzer an meinem Bein und habe erst während Schreiben des Buches gesehen, dass da auch 3 Punkte waren, die ganz markant sind, die viele kennen, diese Dreieckspunkte, die habe ich nämlich letztes Jahr im Juni oder Juli auch bekommen, aber am anderen Bein. Und wie gesagt, wie ich die Bilder durchgeguckt habe, die Markierung, weil da gibt es einen extra Teil von den Markierungen in dem Buch, ist mir aufgefallen, das ist das ganz andere Bein und das war ja das mit dem Kratzer und habe dann da diese 3 Punkte auch gesehen. Und was ich in dieser, ich sag mal, in diesem Akt mit diesem, ich sag mal, Repto erfahren habe, war oder gesehen habe, erstmal hat er mit mir kommuniziert. Ne, du, so in der Art, du wolltest jetzt da das und wir haben verbinden das jetzt eher einfach mit einem schönen, für dich angenehmen Akt. Und er hatte so, also wie so dicke Fingernägel, die gingen so ein bisschen, waren so ein bisschen gekrümmt. Nicht wie Krallen, aber ja, vielleicht schon so ein bisschen. Die waren so breiter und hatten unten drunter wie so was noch so hervorkommt, ne, an dem Fingernagel. Also so und unten kamen noch wie so 3, nee, Spitzen waren es nicht, aber es war so abgerundet, so leicht. Und Mhm. genau das hatte ich nämlich hier auf meiner Schulter. Das heißt also, ich hatte 2, wie so Einkerbungen und dann dieses eine von dieser, weil dieser Nagel so ein bisschen länglich und von unten so ein bisschen spitz war, hatte ich diesen Kratzer, also praktisch so, als hätte er mich so angefasst. Und so habe ich das auch gespürt während des Aktes. Und das andere war eben an meinem Hintern. Das habe ich ja Mhm. erst gesehen, also eigentlich hat mein Mann das dann erst gesehen. Ich habe zwar mich dann rumgedreht, habe das an der Schulter gesehen und das am Knie. Und als ich dann zu meinem Mann gesagt habe, du guck doch mal, ob da noch was anderes ist. Ich glaube, an meinem Hintern ist auch noch was. Und dann hat er geguckt und hat es eben auch fotografiert. Und das waren auch so das, was ich hier oben hatte. Also, und es fühlt sich anders an. Also, auch wenn man dann da drüber fasst, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kratzer von eine Katze, die das ja nicht macht, hätte, oder ich mich selbst kratze, dann wölbt sich ja praktisch diese Stelle, wo man sich kratzt. Das ist da nicht so. Das ist praktisch wie eine Narbe, die schon verblasst ist und so glatt ist, aber sie noch sichtbar ist. Also es geht nicht mehr nach innen, aber es ist glatt. Wie als wenn ich mich jetzt kratze, dann, wie gesagt, ist ja die Haut beschädigt und dann wölbt sie sich so. Und das ist der Unterschied dazu. Und das ist bei allen so. Und diese, ich sage jetzt mal Verletzungen, die brennen als, als, hm, wie als hättest du dich jetzt mit dem Feuerzeug verbrannt. So ist das. Also, also brennen und jucken. Also ganz komisch, als würden sie heilen, aber wären erst kurz dran gemacht. Und sie verschwinden relativ schnell. Also wenn du Ja. mal so einen Kratzer hast von der Katze oder so, das dauert ja. Ne, dann hast du ja auch Ja. Blutkruste, das war da zum Beispiel auch nicht. Und sie waren innerhalb,
ich würde mal sagen, 7 bis 10 Tage komplett verschwunden, nicht mehr sichtbar. Auch Mhm. ungewöhnlich. Ja. Ja, also kein normaler Entzündungsprozess, den man so kennt. Genau, richtig. Aber jetzt sagst du Repto. Also bisher ging es ja nur um die Grace und plötzlich taucht jetzt ein Repto auf. Wie kann ich Richtig. denn das verstehen? Was ist denn das? Genau. Also wie gesagt, dadurch, dass man ja unterschiedliche Anteile auch in sich hat oder die auch mitwirken in Agenden, also die Agenda von den Grays, wie gesagt, ist ja wissenschaftlicher Natur und die sind ja auch mehr physischer und genauso sind diese Reptos auch, die sind ja auch physischer. Die leben ja auch unter uns, jetzt sage ich mal, als Transkörper hier auf der Erde, aber sie haben ja sozusagen ein Hologramm um sich. So benennen wir das, ne? Also sie zeigen ja nicht ihr wahres Sein. Manchmal kann man das eben sehen, wenn man Menschen in die Augen guckt, Ja. und die Augen verändern sich, ne? Zu einer Katzenähnlich, obwohl es auch oft in diese Richtung geht. Genau. Also das haben wir auch schon in den Sessions gesehen. Da haben wir dann auch direkt in die Augen geguckt. Und ich habe das mal gegoogelt. Es gibt einen Frosch oder die Froscharten. Ich glaube, die haben das auch. Das wusste ich auch nicht. Also wie gesagt, erst durch solche Sessions, Erfahrungen und Erlebnisse, kommt man dann überhaupt erst mal drauf, da nachzuschauen, ne? Also zu googeln, ne? Weil ich dachte, Katze, ne? Wir haben ja eine Katze, das sieht ja ganz anders aus. Und nee, das war waagerecht. Okay. Alexandra, möchtest du vielleicht auch noch mal auf das Hybridprogramm eingehen? Ja, was möchtest du denn wissen oder was interessiert dich denn? Frag einfach. Naja, es ist tatsächlich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das nicht verfolgt. Ich habe natürlich das schon öfter gehört, aber ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Zuschauer gibt, denen es ähnlich geht. Was ist denn damit gemeint mit dem Hybridprogramm? Hm. Also, so wie wir Menschen das Hybridprogramm erklären, ist wissenschaftlich biologisch. Das heißt also, ähm, wir denken, dass durch unterschiedliche ich sag mal, Manipulation, dieses Hybridprogramm stattfindet. Das heißt also, dass von Plejadern, von den Greys und so weiter unterschiedliches Genmaterial mit uns in Verbindung gebracht wird oder unser Genmaterial mit ihnen in Verbindung gebracht wird, um so Hybride zu erzeugen, die dann hier auf der Erde leben und existieren können. Das ist in einem Sinne richtig, aber ich hatte es ja auch am Anfang schon mal angeschnitten. Körperlich ja, das ist so. Und dafür, wie gesagt, sind eben diese, ich sag mal, Greys oder Reptos, so wie wir sie nennen oder wie wir sie halt sehen, Schlangen, Echsen, Menschen, dafür zuständig, weil sie eben hier in unserer Atmosphäre existieren können durch Genmaterial von uns, aber auch Genmaterial von ihnen. Aber das ist, wie gesagt, nicht das Alleinige, sondern wir sind auch dadurch ja eben ein Teil von ihnen und haben eben unterschiedliche geistige oder Seelenaspekte von unterschiedlichen Spezien in uns. Die sind immer unterschiedlich prozentual gewichtet. Und daher ist auch diese Äußerung unserer Emotionen und Gefühle so unterschiedlich. Und das ist auch das, was sie erforschen. Deswegen, wie gesagt, gechippt oder implantiert oder Implantate schon, ähm, hat eigentlich jeder. Und nicht jetzt nur, um uns zu orten, was viele immer gedacht haben, das ist dazu, dass sie uns orten. Nee, das brauchen sie nicht. Das ist eigentlich dafür da, um biologische ja, Komponenten zu erforschen, wie wir reagieren, dann um uns natürlich auch anzupassen. Deswegen bekommen wir ja auch manchmal Genmaterial von uns entnommen, also von unseren Körpern entnommen, um da auch selbst zu forschen, wie gehen wir mit
mit Wetterbedingungen oder Umweltbedingungen und so weiter um. Und dann ist es ja auch so, dass wir ja selbst auch unsere Umwelt manipulieren durch unterschiedlichen Sachen. Ich sage jetzt mal Chemtrails. Wir bringen Chemie in die Luft ein. Aber auch natürlich, wir experimentieren ähm, mit so vielen anderen Dingen, die sie gar nicht haben kommen sehen und auch nicht wollen, ne? Und das ist genau das Problem, dass ähm, durch diese unterschiedlichen Mixturen, die wir in uns haben, unterschiedlichen Spezienmixturen, da unsere Emotionen entwickeln draus. Und wie gesagt, sie verstehen nicht. Sie sind ja emotionslos. Also wenn man bei ihnen in die Gesichter guckt, wenn man so mitgenommen wird oder mit ihnen in Kontakt tritt, zeigen keine Reaktion, also jetzt nicht lächeln oder weinen oder sowas. Das gibt's nicht, das kennen sie nicht. Und das ist halt auch immer so sehr interessant für sie, wenn sie uns mitnehmen und wir Reaktionen in unseren Gesichtern zeigen, zum Beispiel auch Angst haben. Wie gesagt, das verstehen sie ja auch nicht. Na, also wenn ich sage, ich habe Angst und warum nehmt ihr mich mit? Und auch diese Fragestellungen verstehen sie nicht. Wie gesagt, sie gehen halt ihrer Agenda nach und mehr eigentlich nicht. So wie wenn wir zur Arbeit gehen, unseren Job haben, den machen wir 30 oder 40 Jahre. Und weil weil unseren Chef das eben so will, dass wir immer das Gleiche tun, das, was er möchte. Und das ist nichts anderes. Nur da gibt's keinen Chef, das ist halt speziesbezogen. Mehr ist da eigentlich gar nichts zu tun. Und wie gesagt, dieses Hybridprogramm, das ist sehr komplex und unser Verstand ordnet das halt in diese biologische, genmanipulierte Richtung ein. Was es aber nicht ist. Es ist ein Anteil davon, aber eigentlich der größte Anteil ist das Bewusstsein oder der Geist, die Geistaspekte, die dann in uns sind oder vereint werden. Mhm. Aber sind wir nicht eigentlich schon vollkommen, also ich kriege den Sprung noch nicht hin also der Sinn, den Mhm. Sinn habe ich nicht verstanden. Ja, weißt du, ich meine, weil wenn alles bereits ist, dann Mhm. sind wir schon. Warum sollte sich auch geistig irgendwas entwickeln oder irgendwas manipuliert werden? Dann ist ja eigentlich nichts mehr rein, nichts mehr ursprünglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Ursprüngliche überhaupt verändert werden kann im Kern. Also, Sie sehen uns ja oder ähm, also bei einer Session oder bei mehreren Sessions oder Begegnungen haben Sie auch gesagt, okay, ihr sagt Roboter dazu und ihr seid für uns eigentlich wie Roboter. Wir haben euren Körper kreiert oder wir kreieren eure Körper. Die entstehen schon, bevor sie sich entwickeln. Also es ist alles schon eingegeben, der Körper, äh, also die Gene, bevor sich der Körper dann entwickelt oder bevor sich der Mensch entwickelt. Und das geht jetzt ganz schön ins Eingemachte. Ich merke auch, okay, Sie versuchen das auch jetzt mir so als Bilder zu geben, dass ich das gut wiedergeben kann. Das ist immer das Nächste. Also, also ich bin ja immer verbunden und manchmal ist es halt extremer. Ich bekomme dann Bilder, die ich nicht direkt jetzt sehe, aber ich spüre die Bilder. Also ich bin nicht hellsichtig, sondern ich bin hellfühlig und versuche die dann umzusetzen, mit meinen Sinnen in Einklang zu bringen und versuchen da das auch mit den Sinnen zu kombinieren, was nicht so einfach ist. Und das ist genau bei dieser Erklärung schwierig, weil wir eben verstandesmäßig so reagieren und auch agieren. Das müssen wir ja auch, weil wir sonst in diesem 3D-Konstrukt, was nichts anderes ist als ein Konstrukt, nicht existieren können. Unsere Körper können da nicht existieren. Und ähm, genau, also wie gesagt, ist komplett schwer, da jetzt zu erklären. Eigentlich ist es einfach,
Aber ich will ja natürlich auch den Zuschauern das so erklären, dass man das versteht. Aber es geht ins Eingemachte. Das ist wirklich schwierig. Vielleicht sollte man einfach mal für dieses spezielle Thema nochmal ein separates Interview oder Gespräch machen, weil es dann mehr in die Tiefe geht, wo man sich dann wirklich da expliziter mal drüber unterhält. Ähm, genau, also ich würde gerne auch nochmal zu der Cosmic Contact Con was sagen, weil ich Mhm. da eine andere These oder eine andere Theorie oder noch was zu der Hynek-Skala hinzufügen möchte, weil das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wenn es recht für dich ist. Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Also mit der nächsten noch eine weitere Folge, ein neues Interview in dieser Thematik, da würde ich mich sehr freuen, weil ich bin jemand, der gerne in die Tiefe geht und Mhm. das können wir auf jeden Fall machen und dann würden wir jetzt weitergehen zu der Cosmic Contact Con. Ja. Meinst du die, ne? Ähm, Okay. genau, also vielleicht kannst du ja mal, wir haben uns ja jetzt auch schon einige Zeit ausgetauscht über das Thema, vielleicht kannst du ja mal mit Remote Viewing da reingehen und schauen, was bei dir kommt. Das würde mich mal interessieren, mal ganz unabhängig. Und wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, was du denn da erfahren konntest. Das ist bestimmt Das, ein ganz, ja. ganz interessantes oder eine ganz interessante Kombination, ja, denke ich mal schon, ne? Du hast ja viele Sachen jetzt auch noch gar nicht so gehört und dich auch gar noch nicht so mit beschäftigen können. Und ich glaube, da kommt mit Sicherheit auch was Interessantes raus. Das ist ja auch von Vorteil, ne? Je weniger man quasi unvoreingenommen Genau, da rangehen kann, desto mehr ist die Faktenlage gegeben dann auch, ja, ganz genau, klar. genau, Ja, machen wir gerne. genau. Ja, dann Weiter. erstmal, ja, schön, dass du auch dabei bist bei der Cosmic Contact Con dieses Jahr. Leider nur online. Ich habe es ja schon auf meinem Kanal gesagt. Aus gesundheitlichen Gründen habe ich die Live- oder ja, die Live-Konferenz oder das Live-Event abgesagt, weil es mir momentan gesundheitlich nicht so gut geht. Und deswegen ist es online, so wie letztes Jahr auch. Da gab es auch nur online. Da äh, gab es sogar 4 Workshops, die fand ich auch sehr interessant. Unter anderem auch eine Idea-Session, die ich gemacht habe. Da kann man dann auch zum Beispiel schauen, wie das funktioniert. Und in diesem Jahr gibt es nur Vorträge. Was heißt nur Vorträge? Über 20 Vorträge mit total interessanten Themen. Du machst ja was auch über Heilwissen und Remote Viewing und Timo. Und er macht über Controlled Remote Viewing und ich habe seinen Vortrag ja schon. Er erklärt, wie das funktioniert. Fand ich total interessant. Wie gesagt, ich habe es mir noch nicht intensiv angeguckt, weil ich ja auch mitmachen möchte. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr beide dabei seid, aber es sind auch noch viele andere dabei, zum Beispiel Simona, die hat auch einen interessanten Vortrag, und zwar sie malt Seelenbilder und hat während ihren Vortrag ein Bild gemalt, was ihr während des Erzählens gezeigt wurde. Ne? Sie sieht praktisch, sie ist hellsichtig und sieht das Bild schon vor sich, welches entsteht. Sie nimmt dann irgendwelche Farben, hat eine Leinwand und dann entsteht ein Bild. Das wollte sie eigentlich live machen, eben wie gesagt in Bremen, aber sie hat es geschafft, das auch online festzuhalten. Und war auch sehr, sehr interessant und spannend. Dann ist Werner Betz dabei, mit dem ihr ja auch zusammenarbeitet. Ihr habt ja auch geforscht am Pic de Bucharest. Er ist mittlerweile auch oder wieder in Frankreich und mit seiner Forschungsgruppe oder Forschungsteam und forscht da weiter. Er hält einen Vortrag und Lars Fischinger ist dabei, Georg Boch ist dabei von der Ubiquity University, die ja ansässig ist in Amerika. Und dann von der LNDE-Konferenz, Martin Schädler ist dabei. Die LNDE-Konferenz ist ja immer in Frankfurt jedes Jahr. Und noch viele andere. Ich natürlich halt auch einen Vortrag. Und zwar, kommen wir jetzt dazu, ähm,
Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die J. Allen Hynek-Skala. CE1 bis CE5. CE5 hat irgendwann mal Dr. Stephen Greer, ich sage jetzt mal, erfunden oder mit dazugebracht, weil es ging, glaube ich, nur von 1 bis 3 und dann hat noch irgendjemand CE4 dazugebracht und ich erweitere jetzt die Skala mit CE6. Und zwar geht es um die bewusste Wahrnehmung. Wir brauchen eigentlich gar keinen Kontakt zu initiieren, auch nicht in der Gruppe, denn wir dadurch, ne, wir haben ja jetzt gerade eben darüber gesprochen, wir sind sowieso alle verbunden und deswegen brauchen wir eigentlich nur den bewussten Kontakt mit den Entitäten aufnehmen. Das heißt also, wenn wir uns in Ruhe, habe ich auch schon gemacht, ich setze mich auf die Terrasse, verbinde mich mit Ihnen. Ich lege das einfach so in den Raum mit Ihnen, ich verbinde mich mit euch und dann habe ich auch schon Sichtungen gehabt. Und das meine ich Mhm. damit. Also die CE6-Skala erweitere ich durch CE6 mit dieser bewussten Wahrnehmung, dass jeder kann. Es kann jeder. Wenn man sich bewusst wird, dass man verbunden ist und wie gesagt, es funktioniert. Bei mir funktioniert es, funktioniert auch bei jedem anders. Man muss sich einfach nur darauf einlassen und öffnen. Keine Angst haben, weil wenn es dann funktioniert, man ist dann echt, ne, ich meine, das hast du ja auch in unserem Gespräch schon erzählt, man ist dann manchmal geschockt, dass es auf einmal geklappt hat, dass man auf einmal was sieht und dann ist es oft so, dass sich dieses Phänomen zurückzieht, weil die Angst bei uns hochkommt und das dann genau so, wie wenn wir auf dem Metalltisch aufwachen, ähm, sie dann nicht wollen, dass wir wieder zurück in den Körper schnellen, sage ich jetzt einfach mal, oder wieder mehr in die Bewusstheit kommen. Deswegen ist Angst eigentlich ein Hinderungsgrund, um sichtbare Beweise zu bekommen oder Sichtungen zu erhalten. Genau. Ja, also dann doch eine Rücksichtnahme irgendwo. Oder Ja. denkst du, dass man selbst das quasi dann weghält als Ähm, Schutz? genau. Also ich denke, das ist der Schutz von unserem Körper auch. Weil ich eben auch Erfahrung gemacht habe, wenn ich sehr viel Input bekomme, auch nachts, ich unterwegs bin und bewusst unterwegs bin, wie gesagt, mit diesem Transkörper und dann auch Markierungen oder eindrückliche Begegnungen habe, die ich wirklich mit allen Sinnen aufnehme und die ich auch dann ins Tagbewusstsein noch tagelang mir im Bewusstsein, also ganz klar, ich noch weiß, was da passiert ist, wie die Kommunikation stattgefunden hat und was da überhaupt stattgefunden hat. Ähm, Das ist, ja, wie gesagt, jetzt bin ich raus, siehst du? Genau, das ist das Problem. Es kommt Mhm. öfters mal. Ich habe zwischendurch schon mal so was einfließen lassen und ja, dann merke ich immer, ich habe an meiner Seite immer einen Gray, den schon viele auch gesehen haben, mit dem ich verbunden bin und der mir wie ab und zu manchmal so ganz zart auf meine Schulter fasst und sagt, ach, weißt du, Alex, du weißt doch, alles müssen sie nicht wissen und vieles können sie auch nicht verstehen. Ja, Mhm. genau so ist Verstehe. es. Und ja, und dann Ja, kommen solche Sachen vor, dass ich dann nicht mehr weiß oder den Faden verliere. Oder es passiert bei uns ja öfters. Es kann sich eigentlich jeder vorstellen, weil jedem das schon mal passiert ist. Und das sind halt manche Sachen, die man dann nicht äußern soll, sein Gegenüber vielleicht dann triggert und so weiter und so fort. Also das ist damit gemeint. Und weil du gesagt hast, Vorsicht, ähm, ja, unser Körper ist halt nicht so belastbar, wie wir das denken. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen gemerkt, warum ich auch die Cosmic Con abgesagt habe, also live abgesagt habe. mhm. Und das merken wir halt dann immer wieder, wenn wir geistig überlastet sind oder zu viel Input bekommen oder was eben in diese Richtung geht. Und dann
kann halt der Körper da dran Schaden haben. Aber wie gesagt, wir selbst haben ja dann auch eine Agenda, die wir erfüllen sollen, müssen, wie auch immer. Inkarnation, wie wir das auch benennen. Und dazu brauchen wir ja unseren Körper, weil wir das ja hier auf der 3D-Ebene ausrichten müssen. Und so lang ist unser Körper ja dann auch dienlich. Und irgendwann, wenn wir dann sterben, gehen wir ja dann sowieso wieder in eine andere Dimension oder verbinden uns mit unserem anderen Geist und gehen dann wieder und können dann auch wieder in den anderen Körper, der für uns geschaffen wurde, rein. Ach so, apropos, hast du schon mal was von Walk-in gehört? Natürlich. Genau. Das ist ja auch so ein Seelentausch, sagt man. Ne? Genau. Das ist aber auch, vielleicht kann man das mal dann auch zu dem Hybrid-Thema, weil das ja auch dazu passt, da auch nochmal mit anmerken. Also ihr Lieben, Ja, Cosmic Contact Con 2026 am 30. Mai findet sie statt, beziehungsweise werden alle Online-Vorträge freigeschaltet und natürlich Tickets kaufen, weil es ja auch eine Arbeit für alle Referenten ist, um ihre Vorträge zu gestalten. Gibt es da auch noch ein Einzelticket für jeden einzelnen Referenten? Da könnt ihr ihn dann unterstützen damit. Kostet 33 Euro. Und dann gibt es so ein Komplettticket, wo ihr alle Vorträge kaufen könnt. Und das kostet 111 Euro, ist ein Komplettticket für die Cosmic Contact Con online. Wir würden uns freuen, wenn wir euch da begrüßen können. Und das war es erstmal soweit von mir. ja, super. Ich werde es auch nochmal verlinken unter dem Video, damit jeder Mhm. auch die Seite findet. Ganz klar, ich würde mich auch sehr freuen, für Timo auch, wenn wir euch alle das sehen können. Mhm. Und dann, liebe Alexandra, sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und auch für die Einblicke, die du geben konntest. Das ist natürlich ein sehr spezielles Thema Ja. für uns, für unseren Kanal auch was Neues. Hatten wir so noch nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass es einige auch interessieren wird, weil es war ein spannendes Mhm. Themenfeld. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen können irgendwann. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, Ich wollte gerade noch was dazu sagen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare und das können wir ja dann bei unserem nächsten Gespräch dann auch beantworten. genau, so machen wir Ganz das. herzlichen Dank auch an dich nochmal, Marie, dass du mich eingeladen hast und ich weiß, es ist wirklich ein spezielles Thema, aber wir lassen es jetzt einfach mal nach draußen wirken und schauen, was kommt. Genau, so machen wir das. Wir lassen es laufen. Alles klar, Dann Dankeschön und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. mach's gut. Wir sehen uns wieder. Ja. Macht's gut da draußen.